Ich habe lange geglaubt, ich muss das Leben gestalten, also machen und aktiv sein, umsetzen, mich anstrengen. Also das, was du vielleicht auch kennst, so aus unserer Leistungsgesellschaft, dieses angestrengte Tun, um, ja, um etwas zu erreichen. Bis ich merkte, eigentlich funktioniert es komplett anders. Es will sich nämlich ganz von selbst entfalten. Vielleicht kannst du dich dran erinnern, wie das war so, als du als Kind nach der Schule deinen Schulturnister hingeworfen hast und ausgegangen bist und auf einmal wurde es dunkel und du hast gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Sich dem Leben hinzugeben, heißt, sich ganz in das Leben hinein zu entspannen, sich, ja, einfach loszulassen, einverstanden sein mit dem, was sich ganz natürlich entfalten will. Und ich weiß, das ist nicht so leicht, die Dinge zu begrüßen, die unangenehm sind. Und gleichzeitig weiß ich heute durch den Tod meiner Mutter, das hat wirklich, das hat mich da noch mal sehr stark unterstützt in diesem wirklich Zustimmen dem, was passiert, auch mit Widerständen umzugehen und mich wirklich in diese Situationen dann hinein zu entspannen und loszulassen und zu sagen: „Ja, so ist das jetzt und es ist für irgendetwas gut“, also voll ins Vertrauen zu gehen. Was dadurch passiert ist bei mir, ist, dass ich tatsächlich so ein Gefühl von Urvertrauen zurückgewonnen habe. Wie habe ich das gemacht? Ne, also, erstmal habe ich's im normalen Alltag gemacht, aber ich hatte auch schon ein bisschen vorgearbeitet, eine ganze Zeit lang, indem ich in die Stille gegangen bin und mich auf das Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit eingestimmt habe. Das hat meinem Nervensystem unglaublich gut getan. Ich habe mich entspannt, ich bin innerlich ganz weit geworden. Und was dann einsetzt, wenn du ganz in diese Geborgenheit reingehst, also wenn du wirklich Geborgenheit wirst und Sicherheit wirst mit jeder Zelle deines Körpers, dann kommt so dieses, was wir als Kinder hatten, so dieses Unschuldige, dieses Staunende, dieses Neugierige, aber auch was ganz Friedliches, Ruhiges, aus dem du dann lebst. Und die meisten versuchen erstmal, wenn sie jetzt manifestieren, ich halte da nicht viel von, das so zu machen, weil das bringt nichts, ne? Also, wir müssen das wirklich verkörpern, sein. Und dieses Sein, das funktioniert nicht durch, ich sag mal, Hex, ne? Also, durch Voodoo oder durch Manifestationszauber. Sondern das funktioniert, indem wir uns drauf einstimmen. Und die meisten denken, sie müssten sofort irgendwie Fülle und Möglichkeiten und so etwas, müssen sich auf diese Dinge fokussieren, weil oder auf Erfolg und was weiß ich, was da alles, für Möglichkeiten gibt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn das Nervensystem noch nicht wirklich in diesem Zustand der völligen Geborgenheit und des völligen Vertrauens ist, sodass wir uns sicher fühlen, dann bringt das alles nichts. Das, was wir brauchen an Gefühl, ist dieses Urgefühl, was man hat, die Basis, auf der wir alles aufbauen können, bis wir ganz oben in der Selbstverwirklichung sind. Wenn da unten dieses Fundament wackelt, dann kann das da oben nicht funktionieren. Und das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe immer versucht, da oben hinzukommen und irgendwie unten hat es gewackelt. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, eigentlich fehlt mir sowas wie Geborgenheit oder Halt. Und du hast ja, wenn du dich darauf einstellst und in der Lage bist, dir das selber zu geben, das hat nicht nur den Vorteil, dass du dann mehr Fülle fühlst. Du hast auch
in deinen Beziehungen mehr Frieden, weil du nicht mehr diesen Halt irgendwo da draußen suchst. Also, ich meine jetzt nicht nur Partnerschaften, sondern auch berufliche Beziehungen. In dem Moment, wo wir in uns dieses Gefühl hervorrufen können, dass alles in Ordnung ist, auch wenn es da draußen gerade stürmt. In dem Moment kannst du dich selber nähren und wie so eine gute Mutter, sage ich mal, ja. Und wenn du da darauf eingestimmt bleibst, dann verändert sich ganz viel in deinem Leben. Ja, du begrüßt alles, was sich entfalten will. Also, du bewertest nicht mehr so stark, was da kommt. Das ist jetzt gut, das ist schlecht, sondern da kommt etwas und das will erfahren werden und du lässt dich drauf ein. Das habe ich im letzten Video erzählt. Und deine Energie wird stärker, wenn du aus der Geborgenheit und aus der Sicherheit heraus, ja, ins Leben gehst. Ja, manche sagen, die Frequenz erhöht sich, deine Energie wird stärker. Was passiert? Du hast einfach mehr, hm, ja, mehr Substanz in deinem Inneren, mehr Standfestigkeit, mehr Souveränität in dem Eigenen. Und dann zieht das Staunen in dein Leben wieder ein, wenn du aus dieser Perspektive heraus, aus dieser Geborgenheit heraus, da rausgehst und die Kreativität kommt rein. Bei mir war das durch dieses Geborgenheit, das ist ich habe so einen Schub gekriegt an Kreativität, obwohl ich schon sehr kreativ bin, aber da kam noch mal 'ne ganze Ladung obendrauf. Und jetzt ist es so, dass ich die Dinge nicht mehr, also, zum Beispiel nehmen wir Social Media. Das war für mich so ein unglaubliches Arbeitsthema, ja. Das war so wie hier oben, kennst vielleicht so 'n Bild, wo die Steine hier oben auf dem Nacken liegen und genau da hat's auch wehgetan immer. Und ich habe gedacht: „Ne, ich will so nicht mehr." Und dieses Geborgenheit, das ist das Erste, was ein Kind fühlt, was neu auf diese Welt kommt. Und aus dieser Geborgenheit heraus können wir staunen, können wir neugierig sein, können wir kreieren. Das heißt, du stimmst dich hiermit mit dieser, ja, mit diesem Gefühl auf dieses kindliche Prinzip ein, aber nicht sofort auf die Unschuld, nicht sofort auf das Staunen, nicht sofort auf das Kreieren, sondern erstmal schaffst du die Basis. Und das hat bei mir wunderbar funktioniert. Und erinnere dich doch mal daran, wie du dich gefühlt hast als Kind, wenn du, ja, wenn alles in Ordnung war. Ich lade dich ein, mal reinzufühlen in deine Geborgenheit. Wie fühlt sich das an?